Im ersten Teil sehen wir, wie die Geschichte von König Midas beginnt. König Midas war reich und liebte Gold über alles. Er ignorierte seine Berater und seine Tochter, die ihm helfen wollten, seinem leidenden Volk zu helfen. Als er einen Magier gefangen nehmen ließ, bat diese um sein Leben und schenkte ihm ein gefährliches Geschenk. Alles, was Midas berührte, wurde zu Gold. Zuerst war er glücklich, doch bald wurde sein Geschenk zu einem Fluch. Er konnte nichts mehr essen oder trinken, weil alles zu Gold wurde. Sogar seine Tochter verwandelte sich in Gold, als er sie umarmte. Jetzt lebt Midas allein und traurig. Nach dem Unglück konnte Midas nicht mehr selbst essen. Wenn er Brot oder Fleisch berührte, wurde es sofort zu Gold. Wenn er Wasser oder Wein nahm, verwandelte es sich in hartes Metall. Darum musste er von seinen Dienern gefüttert werden. Die Diener gaben ihm Löffel für Löffel Suppe. Sie hielten Becher an seinen Mund, ohne dass er das Glas berührte. Der König fühlte sich schwach. Er war wütend auf sich selbst. König Midas brauchte eine Lösung. Er konnte nicht länger so leben, immer mit der Angst, Essen oder Wasser zu berühren. Darum rief er seinen treuen Berater und sagte ihm, die besten Handwerker im Land zu holen. Der Berater brachte einen Rüstungsschmied, stark und geübt im Metall, der auf Midas Befehl Handschuhe machen sollte, schwer, schön und stark genug, um die Hände des Königs ganz zu bedecken. Der Rüstungsschmied arbeitete ohne Pause, Tag und Nacht. Er formte die Handschuhe aus hartem Metall und überzog sie mit glänzendem Gold, das im Licht wie Feuer glühte. Während er arbeitete, wurde Midas immer schwächer und er dachte oft an seine schreckliche Gabe. Mit Trauer erinnerte er sich daran, wie er einst seine Tochter berührt und in eine goldene Statue verwandelt hatte. Am 3. Tag brachte der Rüstungsschmied dem König die fertigen Handschuhe. Midas zog sie sofort an. Sie waren schwer und unhandlich und das Essen und Trinken damit war langsam und schwierig. Aber der König war glücklich, denn endlich fühlte er sich sicher. Er konnte einen Löffel oder einen Becher halten, ohne dass er zu Gold wurde. Und noch mehr, er musste nicht mehr fürchten, dass er zufällig einen Menschen berührt und wieder Unglück bringt. Zum ersten Mal seit vielen Tagen atmete Midas erleichtert, auch wenn das Bild vom goldenen Gesicht seiner Tochter ihn immer noch quälte. Die Leute waren zuerst unsicher. Sie flüsterten, warum trägt der König immer Handschuhe? Manche dachten, er versteckt etwas. Als Midas sein Volk traf, fragten die Leute ihn nach den Handschuhen. Midas hatte eine Antwort bereit. Die Ärzte sagen, meine Hände sind krank, diese Handschuhe schützen mich. Das war eine Lüge, aber sein Volk glaubte dem König. Die Handschuhe schützten seine Hände, aber sie konnten sein Herz nicht vor Schuldgefühlen schützen. Er hatte sein Volk belogen und die goldene Statue seiner Tochter erinnerte ihn jeden Tag an seinen Fehler. Midas merkte, dass sein Reichtum ihm nur Traurigkeit und Schmerz gebracht hatte. Eines Morgens, als die Sonne über seinem stillen Palast aufging, hatte er einen Gedanken. Was,
wenn ich diesen Fluch für etwas Gutes nutzen kann. Ein Funken Hoffnung leuchtete in seinem Herzen auf. Wenn ich meine Hände nicht heilen kann, sagte er fest, dann will ich mein Land heilen. Bald war das Königreich wieder voller Leben. Er rief die besten Baumeister aus verschiedenen Ländern. Sie arbeiteten Tag und Nacht und bauten starke Häuser für Familien und hohe Brücken über leere Flüsse. Ihre Hämmer klangen wie Musik und die Menschen sahen mit Freude zu. Er lud auch Künstler in den Palast ein. Sie malten bunte Farben an die Wände und schnitzten Statuen, die Geschichten von Mut und Hoffnung erzählten. Die dunklen, stillen Räume des Palastes waren nun voller Farbe, Schönheit und Lachen. Kinder liefen durch die Straßen und zeigten mit leuchtenden Augen auf die Bilder. Er öffnete Schulen für alle Kinder im Königreich und brachte weise Lehrer, die lesen, schreiben und Lieder über Freundlichkeit lehrten. Die Klassenzimmer waren voller fröhlicher Stimmen. Die Kinder lernten nicht nur Wörter und Zahlen, sondern auch Liebe und Teilen. Er rief auch Ärzte und Heiler aus fernen Ländern. Sie kümmerten sich um die Kranken und gaben den Schwachen Medizin. In den Dörfern begannen die Menschen wieder zu lächeln, als Schmerz und Hunger langsam verschwanden. Wo früher Stille war, gab es nun Lachen und Musik. Alle, die für das Königreich arbeiteten, wurden reich mit Gold belohnt. Bald war das ganze Land voller Leben. Auf den Märkten herrschte Trubel, Händler verkauften bunte Waren aus fernen Ländern. Kinder spielten auf den Straßen und Musiker spielten fröhliche Lieder auf den Plätzen. Gelehrte schrieben Bücher in den Bibliotheken und Erfinder teilten neue Ideen mit den Leuten. Auch Händler aus Nachbarländern kamen, um ihre Waren zu tauschen. Midas sah stolz, wie sein Königreich aufblühte. Überall standen Tempel, Schulen und Krankenhäuser. Doch Midas größter Erfolg war das Glück und die Sicherheit seines Volkes. Bauern hatten genug zu essen, Kinder hatten Bücher und Kranke erhielten Hilfe. Frieden herrschte im Land, weil andere Städte lieber handelten als kämpften. Alle wussten, dass sie im goldenen Zeitalter lebten, nicht nur wegen des Reichtums, sondern weil das Leben in Midas Königreich gerecht, voller Wissen und voller Hoffnung war. Aber während das Volk von Midas in Frieden und Reichtum lebte, wurden die Nachbarkönige neidisch und wütend. Sie sahen, wie ihre eigenen Städte schwächer wurden, weil Midas ihre besten Spezialisten und erfahrenen Arbeiter genommen hatte. Ihre Märkte waren leer und ihre Tempel und Schulen standen still. Auch ihre eigenen Leute begannen zu flüstern: Warum gibt Midas mehr Brot und Gold als unser König? Da schickten die Könige Boten zu Midas und sagten ihm, er solle aufhören. Doch Midas antwortete nur, dass er niemanden gezwungen habe. Am Ende lachte er die Könige aus und sagte: Ihr wollt, dass ich aufhöre? Ein armer König kann keine klugen Männer behalten. Die Nachbarkönige wurden immer neidischer auf Midas wachsenden Reichtum. Zur gleichen Zeit wollte ein anderer König einen wichtigen Hafen an der Küste und hatte den Händlern schon viel Silber versprochen. Midas kam und bot doppelt so viel Gold,
Die Händler brachen ihr Versprechen und gaben den Hafen ihm. Der andere König wurde wütend und rief: »Du hast mir gestohlen, was mir gehört.« Midas sagte spöttisch: »Gold kauft mehr als Worte.« Auf dem Weg zurück zum Palast kam sein Berater zu ihm, besorgt. »Mein König, wir müssen vorsichtig sein«, sagte er, »solche Taten, auch für das Königreich, machen Feinde.« Midas blieb stehen und antwortete fest: »Er weiß, warum ich diesen Hafen brauchte. Er wollte ihn nur, um uns schwach zu halten. Aber dieser Hafen wird unserem Volk helfen und unser Land gedeihen lassen. Unser Gold ist für das Leben, nicht für den Kampf.« Der Berater senkte den Kopf und sagte leise: »Mein König, das ist ein Plan, der eines goldenen Zeitalters würdig ist.« Eines Tages trafen sich einige fremde Könige heimlich in einem dunklen Raum. Sie waren voller Neid und Zorn auf Midas. Der erste König schlug auf den Tisch. »Ich habe ihm gesagt, er soll unsere guten Arbeiter nicht wegnehmen, aber er hat mich nur ausgelacht.« Der zweite König war sehr wütend. »Er hat meinen Hafen gestohlen. Ich hatte schon einen Vertrag, aber er hat mehr Gold bezahlt und ihn genommen.« Der dritte König stand auf und sagte: »Seht ihr nicht, wie schnell er handelt? Ein Land, das früher trocken war, ist jetzt das reichste Land. Unsere Leute sehen das, bald werden sie uns nicht mehr treu sein.« Alle Könige stimmten zu. »Midas lässt uns dumm aussehen. Sein Reichtum wächst und unser Volk schaut zu ihm. Wir müssen ihn stoppen, bevor er zu mächtig wird.« Sie schmiedeten einen geheimen Plan, ihn zu verletzen oder sogar zu töten. Um ihren Plan zu beginnen, suchten sie jemanden im Schloss, den sie benutzen konnten. Sie fanden den treuen Berater von Midas, aber sie wussten, er würde seinen König niemals verraten, außer er fürchtete um seine Familie. Also fingen sie seine Frau und seine Kinder und sagten zu ihm: »Hilf uns, den König zu töten, oder du wirst deine Familie nie wiedersehen.« Der Berater zitterte vor Angst. Sein Herz wollte treu bleiben, aber der Gedanke, seine Familie zu verlieren, machte ihn schwach. Am Ende, mit Tränen in den Augen, führte er heimlich einen Mörder in das Schloss. In der Nacht schlich ein Mörder in das Zimmer des Königs. Midas schlief tief. Der Mann hob sein Dolch, aber im letzten Moment fühlte der Berater eine tiefe Angst in seinem Herzen. Kann ich ihn wirklich verraten? Aber meine Familie? Was wird mit ihnen geschehen? Seine Hände zitterten, er wusste, was er tun musste. Mit einem plötzlichen Mutaufbruch sprang er auf den Mörder und tötete ihn. Dann blieb er lange zitternd im Zimmer, voller Angst um seine Familie, die in den Händen der Feinde war. Am Morgen wachte König Midas auf. Die Sonne schien durch das Fenster, aber auf dem Boden sah er dunkle Blutflecken. Er erschrak und rief seine Diener, niemand wusste etwas, und so brachten sie den Berater zu ihm. Der Mann fiel auf die Knie, Tränen liefen über sein Gesicht. Schließlich sagte er dem König, dass seine Frau und seine Kinder gefangen waren, dass man ihn zwingen wollte, den König zu verraten und dass seine Familie jetzt sterben sollte, weil er treu geblieben war. Midas schwieg lange. Er sah in das Gesicht des Beraters und erkannte Angst, aber auch Treue. Dann stand er auf und rief laut seine Soldaten: »Reitet sofort los, bringt die Familie dieses Mannes zurück. Niemand darf ihnen wehtun.
Die Soldaten ritten aus dem Schloss, während der Berater noch immer weinend vor dem König kniete. Schließlich hob Midas den Mann hoch und sagte: »Deine Familie wird immer unter meinem Schutz stehen.« Der Berater rief voller Dankbarkeit: »Mein König, ich werde dir mein Leben lang treu bleiben.« Doch tief in seinem Herzen war der König traurig. Er dachte: »Wenn sogar mein treuester Mann so gezwungen werden kann, wem kann ich dann noch vertrauen?« And now we move to the next part of our video. In this segment, we'll quickly review the most important German vocabulary from the story, giving you the context and a practical, everyday example to lock them into your memory. Let's dive right in. The first word is Lösung, which means solution. As we saw this in the story as König Midas brauchte eine Lösung. This is a very useful word when you're at school or facing a challenge, like we can make a sentence from it as Ich brauche eine Lösung für die Aufgabe, which means I need a solution for the task. Next up is Handwerker, which translates to craftsman. We saw it in the context, König sagte ihm, die besten Handwerker im Land zu holen. You can use this word in an everyday sentence. Der Handwerker repariert das Licht, which means the craftsman is repairing the light. Moving on, we have geübt, which means skilled or practiced. In the story, we read, Der Berater brachte einen Rüstungsschmied, stark und geübt im Metall. A great way to use this is in the kitchen. Er ist sehr geübt im Kochen, which means he is very skilled at cooking. The next word is Befehl, meaning command or order. This came up when we heard der auf Midas Befehl Handschuhe machen sollte. Try using it in a practical sentence, especially in the office. Der Chef gibt den Befehl für die Arbeit, which means the boss gives the command for the work. Number 5 is Trauer, which means grief or sadness. It was used in the story as mit Trauer erinnerte sich daran. A sentence often used at a cemetery or describing deep emotion is ist voller Trauer wegen des Verlusts, which means he is full of grief because of the loss. Our next word is unhandlich, which means clumsy or awkward. We heard it describing the gloves. Sie waren schwer und unhandlich. You might hear this word when moving things. Die Kiste ist sehr unhandlich, which translates to the box is very clumsy or awkward. Up next is erleichtert, meaning relieved. The story described the king's feeling. Zum ersten Mal seit vielen Tagen atmete Midas erleichtert. A perfect daily life example when you get home after a long day is Nach der Arbeit bin ich sehr erleichtert, which means after work I am very relieved. Now we have quälte, which means tormented. The story used it like this. Auch wenn das Bild vom goldenen Gesicht seiner Tochter ihn immer noch quälte. A simple sentence using this is Der Lärm quälte mich im Hotel, which means
the noise tormented me in the hotel. Word number 9 is schützen, which means protect. The context was diese Handschuhe schützen mich. You can use this to describe the need for safety. Der Helm muss meinen Kopf schützen, which means the helmet must protect my head. Let's look at the compound word Schuldgefühlen, meaning feelings of guilt. We heard the king's inner conflict. Die Handschuhe schützten seine Hände, aber sie konnten sein Herz nicht vor Schuldgefühlen schützen. In a personal situation at home, you might say, ich habe Schuldgefühle wegen der Lüge, which means I have feelings of guilt because of the lie. Immediately following that is the word Baumeister, meaning master builder or architect. It was used as rief die besten Baumeister aus verschiedenen Ländern. This is a key word on a construction site. Der Baumeister plant das neue Haus, which means the master builder plans the new house. Our next word is schnitzten, or carved. In the story, it was about new life. Sie malten bunte Farben an die Wände und schnitzten Statuen. Here's a nice example. Mein Vater hat Holzfiguren geschnitzt, which means my father carved wooden figures. Next, we review Trubel, which means hustle and bustle. It described the busy scene. Auf den Märkten herrschte Trubel. Händler verkauften bunte Waren aus fernen Ländern. You can use this word at the market or a festival. Auf dem Markt ist heute viel Trubel, which means there is a hustle and bustle at the market today. Number 14 is Gelehrte, which means scholars. The context was about knowledge. Gelehrte schrieben Bücher in den Bibliotheken und Erfinder teilten neue Ideen mit den Leuten. This word belongs in the university. Die Gelehrten arbeiten in der Universität, which means the scholars work in the university. Next, we have Aufblüte, meaning flourished. It described Midas's kingdom. Midas saw stolz, wie sein Königreich aufblühte. A common sentence is, der Garten ist schön aufgeblüht, which means the garden flourished beautifully. Word number 16 is spöttisch, meaning mockingly. This described the king's attitude. Midas sagte spöttisch, Gold kauft mehr als Worte. Here's a nice example. Sie lachte spöttisch über den Witz, which means she laughed mockingly at the joke. Moving along, we have gedeihen, which means prosper or flourish. The context was the vision for the future. Aber dieser Harfen wird unserem Volk helfen und unser Land gedeihen lassen. Like Aufblüte, this is a word for the garden or for business. Die Pflanzen gedeihen gut im Sommer, which means the plants prosper well in the summer. Our next word is würdig, meaning worthy. This described the advisor's praise. Mein König, das ist ein Plan, der eines goldenen Zeitalters würdig ist. You might hear this word at an award ceremony. Ist würdig der Medaille, which means he is worthy of the medal. Moving along, we have Zorn, meaning anger or wrath. The context was about the jealous kings. Sie waren voller Neid und Zorn auf Midas. This is a strong emotional word, often used to describe feelings at home or elsewhere. Sein Zorn war groß,
which means his anger was great. And word number 20 is heimlich, meaning secretly. It was used in the story about the betrayal. Am Ende, mit Tränen in den Augen, führte heimlich einen Mörder in das Schloss. An easy way to use this, perhaps at home, is Ich habe heimlich die Tür geöffnet, which means I secretly opened the door. Moving on, we have verraten, which means betray. The question of loyalty. Kann ich ihn wirklich verraten? Aber meine Familie. You might use this at work or in sports. Ich werde mein Team nicht verraten, which means I will not betray my team. Next is Mutaufbruch, meaning an outburst of courage. It was the climax of the loyalty test. Mit einem plötzlichen Mutaufbruch sprang auf den Mörder und tötete ihn. You can use this when describing a brave moment. Sie hatte einen Mutaufbruch und sprach mit dem Chef, which means she had an outburst of courage and spoke with the boss. And the last word is gezwungen, meaning forced or compelled. The king's final thought, dachte, wenn sogar mein treuester Mann so gezwungen werden kann, wem kann ich dann noch vertrauen? A very common usage, perhaps in school, is Ich wurde gezwungen, das zu tun, which means I was forced to do that. That completes our quick review of the story's key vocabulary. By connecting the German words to their story context and everyday examples, you've taken a big step in making these words truly stick in your memory. I know there are many other words in the story that could also be included, but that would make the video quite long. If you'd like me to add all the words next time, just let me know in the comments. I really hope you enjoyed today's story and, most importantly, picked up some new German words. I love sharing fun and beautiful stories with you so that learning German feels easy and memorable. Let me know what you thought of the video in the comments. Your feedback helps me make even better stories for you. If you liked it, please give it a thumbs up. And don't forget to subscribe so you don't miss the next part of the story. See you in the next video. Tschüss!